Es ist echt unerwartet, dass so viele von euch das selbst machen. Ich bin mir sicher, es wird gleich einiges schief gehen. Dann legen wir mal los. Und hoffentlich wird man das nur mitbekommen, wenn man das hinter den Kulissen-Video gesehen hat. So, die letzten Vorbereitungen für den Reifenwechsel. Hier die ganze Anlage erkläre ich sofort. Ich will aber erstmal hier. Der Baum steht auch noch Ende Januar. Wir lassen den immer bis Ende Januar stehen. Ja, ich will erstmal auf eure Kommentare eingehen. Und da bin ich sehr überrascht, weil ich davon ausging, als ich das letzte hinter den Kulissen Video gedreht habe und erzählt habe, dass ich die Reifen per Hand wechsle und nach eurer Meinung gefragt habe. Ich habe ja gefragt, ob ihr die Reifen selbst wechselt oder den Roller in die Werkstatt bringt, beziehungsweise ob ihr die Räder abmontiert und sie in die Werkstatt bringt oder den ganzen Roller einfach oder das Motorrad in die Werkstatt fahrt und da der ganze Service gemacht wird. Dachte ich, werden die meisten schreiben, ey, lasst den Kack, bringt den Roller doch einfach in die Werkstatt. Aber die meisten von euch haben tatsächlich geschrieben, dass ihr die Reifen selbst wechselt, wovon ich sehr überrascht bin. Und auf die Kommentare will ich jetzt eingehen. Ja, ich weiß nicht, warum die Namen jetzt so angezeigt werden. Da schreibt Heinz, denke ich. Ich habe das einmal gemacht, nie wieder. Felge zerkratzt, sehr schnell. Genau, deswegen eigentlich verwende ich diesen Felgenschoner, den ich im letzten Video gezeigt habe. Aber mir zerspringen die. Ich habe jetzt noch einen übrig, den werde ich versuchen heute noch zu verwenden. Ansonsten ja, kann man die Felge sehr schnell zerkratzen. Aufpumpen war auch ein Krampf. Das ist das, wovon ich am meisten Angst habe. Dass es mal wieder nicht klappt, das mit dem Aufpumpen. Aber ich werde mein Bestes geben. Habe den Reifen im Keller zerflext. Das hat gestunken. Habe alle Fenster aufgemacht, dann ab zur Arbeit. Eine Nachbarin hat die Feuerwehr angerufen und die haben mein Kellerschloss geknackt. Oh. Zum Glück musste ich nicht zahlen. Glück gehabt. Bei der Probefahrt nächsten Tag, dann hat mich eine Zivilstreife verfolgt und angehalten. War zu schnell. Okay. Anzeigen wegen Fahren ohne Führerschein. Jetzt habe ich B196. Der alte Reifen wurde mir zerstochen. Achso, deswegen hast du den gewechselt. Wahrscheinlich, weil er zerstochen wurde. Aber wieso bist du zu schnell gefahren? Bist du eine größere Maschine gefahren als erlaubt? Aber du bringst mich echt auf die Idee. Also zerflexen gut, wenn es stinkt, dann nicht, aber das würde mir ersparen, den einen Reifen mühsam abzuziehen. Das ist, glaube ich, das Schwierigste, glaube ich, ist, den abzumontieren. Es gibt natürlich Videos im Internet, die zeigen, wie man es einfach mit dem Schraubstock abmontieren kann, was recht einfach ist. Ich habe aber keinen Schraubstock. Und zweitens habe ich das Gefühl, dass der Reifen unter dem Schraubstock ein bisschen leidet. Ich habe da ein Video gesehen, da wurde der Reifen so krass zusammengequetscht, dass ich nicht weiß, ob der Rahmen noch heile bleibt und ja, ob man den Reifen irgendwann, wenn man es doch irgendwann verwenden möchte, noch verwenden kann. Der nächste Kommentar, 125 unbedingt wuchten, meine Sym 125 musste 30 Gramm drauf. Das finde ich interessant. Die Werkstatt hat mir gesagt, 125er sollte man nicht unbedingt wuchten oder muss man nicht unbedingt wuchten. Ich habe meine auch noch nie gewuchtet. Natürlich ist Wuchten besser, klar. Geht man auf Nummer sicher, aber meine fährt bergab mit Rückenwind 100 und da merkt man bei diesen Geschwindigkeit bzw. meine ungewuchteten Reifen habe ich nie ein Problem gemerkt. Aber ja, wenn man die Möglichkeit hat zu wuchten, lieber wuchten. So, der nächste Kommentar. Du kannst mit einem Spanngurt den Reifen der Länge nach zusammenspannen, dann liegt die Reifenwulst im Felgenblatt und kann den Reifen, man kann den Reifen problemlos aufpumpen. Das habe ich auch schon probiert. Dieses eine Jahr, wo mir niemand den Reifen irgendwie aufziehen konnte und jede Werkstatt mich abgelehnt hat oder die nicht abgelehnt hat, es auch nicht hingekriegt hat. Da habe ich auch probiert mit dem Spanngurt, hat leider auch nicht geklappt. Vielleicht war die Paste, beziehungsweise ich verwende so ein Seifenwasser, zu lange drauf, war schon ausgetrocknet.
Da habe ich übrigens diese Werkstatt gefunden, die Werkstatt, die ich letztens die Werkstatt meines Vertrauens genannt habe, weil sie die einzigen sind, die es geschafft haben, den Reifen vernünftig aufzuziehen. David schreibt, Heidenau war auch mein Favorit, erstmal selbst gewechselt, dann nie wieder. Ich weiß warum. Okay, ich dachte, das wäre einfacher. Ich denke, die meisten, die selbst Reifen gewechselt haben, die wissen, warum man das ungern selbst macht. 10 Euro in der Werkstatt für einen Reifen mit Einsetzen eines neuen Ventils selbst mitgebracht. Da hattest du keine Probleme, dass sie gesagt haben, dass sie keine Gewährleistung geben können. Das war nämlich bei mir das Problem. Wenn ich Teile selbst mitbringe, weigern sie sich entweder oder sagen, die machen das aber dann ohne Gewährleistung. Alexander schreibt, selber wechseln. Ist zwar echt Arbeit, aber die meisten Reifenhändler betrügen oder lehnen die Montage ab. Was meinst du mit betrügen? Es sei denn, man kauft den Reifen bei denen natürlich überteuert für 100 Euro. Uff, für welche Maschine kostet die 100 Euro? Ich habe die Heidenau, die schon recht teuer sind, habe ich bei dem Händler für 80 gekauft und die kosten im Internet 60. Aber 100 ist schon krass. Wenn du das mit Betrügen meinst, ja, da stimme ich zu. Ich habe mir Reifen von Kenda gekauft, für je 37 Euro Winterreifen. Kenda sind auch gut. Ich vertraue eher auf Heidenau, aber Kenda bin ich auch schon gefahren. Und selbst den alten Reifen runter und den neuen aufgezogen. Man sollte aber auf jeden Fall Reifenmontierhebel besorgen. Ja, habe ich 2 von. Ich hoffe, die sind heute genug. Felgenschoner und Vaseline und die Montage etc. Dazu gibt es genügend Video im Netz. Die habe ich wahrscheinlich auch schon alle gesehen. Und es klappt, aber ist echt harte Wuchterei. Aber ich habe jetzt 4 Reifen selbst gewechselt und bin begeistert, auch von den Billigreifen von Kenda, und ich habe auch echt viel Geld gespart. Einer der Gründe, warum ich das selbst mache. Auch wenn ich nach jedem einzelnen Reifenwechsel denke, das war der letzte Reifenwechsel, den ich alleine mache, da kommt so ein Fall, selbst wenn ich in eine Werkstatt anrufe und die sagen, ja, wir wissen nicht, wann der Meister da ist, rufen Sie nächste Woche nochmal an, dann habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Dann mache ich das wieder selbst. Roller, die Waldfee, schreibt, ist und bleibt eine Riesenplagerei, die Dinger selbst zu wechseln. Beim Aufpumpen an der Tanke hier ein kleiner Tipp, das Ventil rausdreht zum Aufpumpen, dann geht mehr Luft durch und mit Glück der Reifen springt ploppend auf das Felgenbrett. What? Felgenbrett. Genau, und einige Tanken haben eine Funktion, da kann man auswählen an dieser Säule, wo man Luft bekommt, ob man die Reifen nur aufpumpen möchte, nachpumpen, oder ob der Reifen überhaupt keine Luft hat. Das heißt, da ist auch so ein platter Reifensymbol. Wahrscheinlich, wenn man das auswählt, wird da wahrscheinlich mehr Luft durchgepumpt. Das habe ich aber noch nicht probiert, habe ich letztens erst gesehen. So, Dennis schreibt, habe damals auch hier wieder, so viele machen das selbst per Hand. Ich bin echt davon ausgegangen, dass ihr mich so sauer macht, dass ich das selbst mache, statt das in die Werkstatt zu bringen. Deswegen bin ich sehr überrascht von den Kommentaren. Also, habe damals auch per Hand aufgezogen, mache das schon lange nicht mehr. Ich baue nur meine Felgen ab. Auch hier, wenn man selbst nicht macht, dann baut man immer noch die Felgen ab. Gibt in meinem Reifenquitze, zack, 10 Euro aus der Tasche, Reifen drauf, mit neuem Ventil, alle alte Reifen entsorgt. Es gab, glaube ich, keinen Kommentar, oder? Dass jemand geschrieben hat, dass er einfach die Maschine beim Händler abgibt und das alles abmontiert und drauf montiert wird. Die größte Hürde für mich ist der Winter und dass es so früh dunkel wird. Ja, dann solltest du nicht in Skandinavien leben. Machst echt gut, Dankeschön. Hast eigentlich keinen Autoführerschein. Wenn das als Frage gemeint ist, ob ich einen Autoführerschein habe, doch, ich habe einen Autoführerschein, auch die B196 Erweiterung, deswegen 125er Roller. Aber ich fahre das Auto nur, wenn es wirklich stürmt und hagelt und es einfach lebensgefährlich ist zu fahren. Ansonsten fahre ich bei allen Wetterlagen mit dem Roller. Mein Kompressor hat 120 Liter und drückt bis zu 12 Bar.
Guter Kompressor. Und nächster Kommentar, ich glaube vom selben Benutzer, Charlie Heinz. Ich mache das auch selber an meinen Rollern, also an mehreren. Neue Reifen kaufe ich nur den Heidenau Winterreifen. Genau, den fahre ich auch also als Ganzjahresreifen. Man hat ja bei den Rollern und Motorrädern nicht die Definition Winterreifen, soweit ich weiß, aber diese Ganzjahresreifen oder Allwetterreifen, die fahre ich im Sommer und im Winter. In Schweden fährt es sich gut auf Schotter mit einem groben Profil. Wohnst du in Schweden oder fährst du da hin, um durch die Wälder zu düsen? Meine Frau kommt aus Finnland und die meint, da gibt es sehr viele, die einfach sich Zweitakter holen und über die Wälder heizen. Darf man da anscheinend. Ich denke, bei uns darf man das wahrscheinlich nicht. So, den Namen kann ich nicht aussprechen, beziehungsweise eine Nummer. Hatte meine Roller in die Rollerwerkstatt gebracht, Kosten mit neuen Reifen von IRC Winterreifen, neue Ventile vorne und hinten, bezahlt vorne 118, hinten 140. Das ist aber wahrscheinlich mit Abmontieren und Draufmontieren, oder? Den hast den Roller einfach so gebracht, weil, boah, das ist aber viel. Das ist viel, also wenn man die Reifen selbst abmontiert, die Räder abmontiert und in die Werkstatt bringt, kostet das 10 Euro pro Rad. Der Preis, das ist viel. Und das ist der letzte Kommentar. Hab zum Glück einen guten Draht zu meinem Reifenhändler und zu einer Kfz-Werkstatt, die Autos und Motorräder schrauben. Und zum letzteren habe ich auch so einen Stein im Brett. Okay, den verstehe ich nicht. Vielleicht kenne ich den Spruch nicht, Stein im Brett haben. Dem ist sein Hund ausgebüxt. Du schreibst nur in Sprichwörtern, kann das sein. Dem ist sein Hund ausgebüxt und habe diesen wieder heimgebracht. Ah nee, okay, das ist kein... Okay, also dem Händler ist sein Hund ausgebüxt und den hast du heimgebracht. Kurz und knapp, ich muss nur Reifen kaufen, bekomme die alten runter und die neuen draufgezogen. Das Einzige, was ich wirklich machen muss, ist die Demontage und logisch die Montage der Räder. Klar, ach so, weil du ihm einen Gefallen getan hast, den Hund heimgebracht hast. Okay, jetzt verstehe ich das. Ich bin nicht der Schnellste. Hat aber auch einen Vorteil, man kann gleich die Lage prüfen und eine vernünftige Reinigung durchführen. Müsste ich das selbst machen, dann nur im Sommer, dann ist der Reifen bzw. das Gummi weicher. Genau, dazu will ich mal was zeigen. Und zwar habe ich die Reifen einen Tag davor bzw. 2 Tage vor dem Wechsel einfach nach Hause gebracht und so an die Heizung gelehnt. Die Heizung ballert jetzt natürlich nicht, die ist auf Zimmertemperatur eingestellt, ist also lauwarm und die Reifen stehen jetzt seit 2 Tagen, beziehungsweise standen seit 2 Tagen, sind auf Zimmertemperatur. Und das zweite, was ich mache, ist, ich habe hier eine Autobatterie angeschlossen an das Ladegerät und da dran, weil der Kompressor etwas länger pumpen soll, direkt den Kompressor angeschlossen. Und jetzt lasse ich den Kompressor 1 Minute erstmal leer laufen. Dann erwärmt sich der Kompressor und die Luft, auch der Schlauch. Und nach 1 Minute kann man merken, dass hier am Kompressor schon warme Luft rausgeht. Dann lasse ich die Luft aus den Reifen raus, die Luft, die da drin ist, und pumpe warme Luft rein. Und dann lasse ich die Reifen noch 1/4 Stunde so liegen, bevor ich die Reifen dann wechsle. Also, danke für eure Kommentare. Es ist echt unerwartet, dass so viele von euch das selbst machen oder gemacht haben und was für Wucherpreise Werkstätten nehmen, wenn man die Räder nicht selbst abmontiert, sondern hinbringt. 118 und 140, extrem viel, klar, aber 140 mit Auspuff abmontieren und so weiter. Und da muss man natürlich gucken, beim Auspuff abmontieren ist ja ratsam, wenn man die Auspuffdichtung auch erneuert. Ob das da gemacht wurde, kann man ja nicht
kontrollieren. Weiß ich nicht. So, und die letzten Vorbereitungen sind getroffen. Hier erstmal ein Kaffee, das Wichtigste. Warum? Ich meine, wer von euch selbst schraubt, dem muss ich das, glaube ich, nicht erklären. Sachen klappen manchmal nicht beim ersten Mal und auch nicht beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal. Und irgendwann hat man so die Nase voll, dass man das Werkstück, an dem man gerade bastelt, sei es ein Bauteil oder ein Roller, einfach gegen die Wand klatschen will. Ich bin mir sicher, viele von euch kennen das Gefühl. Und da ist es einfach hilfreich. Ich habe früher gedampft. Früher habe ich das so gemacht, einfach durchschnaufen, eine ziehen, 2, 3 und dann kommt man ein bisschen runter. Heute dampfe ich nicht mehr, deswegen eben der Kaffee. Ich bin mir sicher, es wird gleich einiges schief gehen, beziehungsweise wird mich einige Kraft kosten und auch psychische Kraft. Deswegen, der Kaffee steht schon da, einfach Gussfraber. Dann habe ich hier 2 Reifenmontiereisen, einen riesen Schraubenzieher. Ich denke, werde ich auch brauchen. Ich habe nur eins davon, Fellenschoner. Der zweite ist mir zersprungen. Dann habe ich ein paar Kabelbinder, falls ich irgendwas fixieren muss. Und Handschuhe. Ich habe leider keine Arbeitshandschuhe von mir gefunden. Den ganzen Keller abgesucht. Deswegen habe ich so Motorradhandschuhe, wenn ich abrutsche und hier auf den Boden knalle. Man wendet ja hier ganz viel Gewalt auf. Wenn ich damit abrutsche und auf den Boden knalle, dann habe ich hier direkt einen Schutz. Jo, dann würde ich sagen, erstmal danke nochmals für die Kommentare und ich lege mal los, bevor es dunkel wird. Ihr müsst das ja auch nicht sehen als Anleitung. Es gibt viel bessere Videos im Internet, wie man das besser macht. Allein mit dem Werkzeug, was ich da habe, kann ich nicht sagen, macht das nach. Ich sage einfach, wie ich das mache. Ja. So, und so sieht es jetzt aus, wenn alles fertig ist. Bisschen Chaos hier. Hier die alten Ventile, Werkzeuge. Der Reifen ist aber drauf. Ich habe um 14:30 Uhr angefangen und es ist jetzt 17 Uhr. Das heißt, kurz rechnen, 2,5 Stunden habe ich für gebraucht, ne? 15, 16, 17, genau. 2,5 Stunden. Aber das, wovor ich am meisten Angst hatte, nämlich, dass der Reifen nicht aufploppt, das war das Einfachste von dem ganzen Wechsel. Das ging easy. Sehr viel Zeit habe ich damit verbracht, das Ventil einzufädeln. Nach einer halben Stunde erst kam ich auf die Idee, wie man das machen kann. Und dann 2 Sekunden war das Ventil drin. Und hier die alte der alte Reifen. Dieser billige chinesische Reifen, der ging fast schon mit der Hand runter. Ging einfach super einfach von der Felge. Ja, der Heidenau war sehr schwer sowohl abzunehmen als auch draufzuziehen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er vom Durchmesser etwas kleiner ist als... das hätte ich ja sehen können. Ich hätte hier aufeinander legen können, um zu schauen. Ja gut, ja, habe ich jetzt nicht gemacht. Egal. Aber es ist jetzt drauf. Luft ist drin. Ich lasse die jetzt erstmal drin und schaue, ob der Luft verliert. Ja. Jetzt muss ich hier erstmal auch aufräumen. Da ist das Seifenwasser noch. Da ist die defekte Felge. Die brauche ich nicht. Die Scheibe ist auch schon halb abgefahren, also beziehungsweise ungleichmäßig abgefahren. Ja, jetzt nur noch aufräumen und Feierabend. Ich kann jetzt natürlich nicht 2,5 Stunden alles, was ich gefilmt habe. Ich habe einfach die Kamera hingestellt, auf Aufzeichnen gedrückt und alles aufgezeichnet. 2,5 Stunden kann ich natürlich nicht rausstellen. Das heißt, viel der Qual werde ich rausschneiden, aber das Wichtigste drin lassen.
auch ein paar Tipps, wie man einige Sachen einfach machen kann, zum Beispiel das mit dem Ventil, bis ich auf die Idee gekommen bin, wie das geht, hatte ich auch schon irgendwie eine halbe Stunde hin und her versucht von allen Seiten und ja, so. Dann räume ich hier hinten mal auf und wir sehen uns bei dem Reifenwechselvideo. Ciao. Ja, wir haben jetzt Mittwochmorgen. Am Sonntag soll das Video raus mit dem Reifenwechsel. Und ich stelle gerade fest, dass die letzte halbe Stunde ohne Ton aufgenommen wurde. Das sind 2 Videos. Ich habe ja insgesamt 2,5 Stunden gedreht und ich gehe mal davon aus, dass sich nach 2 Stunden das Mikrofon verabschiedet hat. Entweder Akku leer, weil das so ein kleines Mikro ist. Ja, könnt ihr hier sehen. Oder es hat sich von der Bluetooth-Verbindung getrennt, aber ich gehe mal davon aus, das Mikro ist halt eine kleine Batterie bzw. ein kleiner Akku. Ich will den zweiten jetzt nicht rausnehmen, sonst verbindet er sich und macht mir wahrscheinlich auch in diesem Video Tonprobleme. Aber ja, wahrscheinlich ist die Batterie nach 2 Stunden leer gegangen und ich muss jetzt ein Voice-Over aufnehmen, damit es nicht so auffällig ist, dass das hier ohne Ton ist. Wie mache ich das? Ich werde das Video schneiden und den letzten Abschnitt, wo kein Ton drauf ist, werde ich wieder auf den Balkon gehen, da wo ich das Video gedreht habe und spreche da nochmal den Ton drauf, damit es akustisch sich so anhört, als würde das alles in einem Raum passieren. Wenn ich jetzt noch ein Voice-Over in einer ruhigen Umgebung ohne Hall aufnehme, dann wird man diesen Übergang vom Ton aus dem ganzen Video zu diesem Abschnitt hier, also zu den letzten halben Stunde, deutlich hören und das will ich nicht. Also ein bisschen Arbeit extra noch. So, und so sieht das jetzt aus für die Nachvertonung. Ich habe es geschafft, diese halbe Stunde, die ich leider nicht aufgezeichnet habe, wo ich es geschafft habe, das Ventil einzufädeln und den Reifen aufzuziehen, von einer halben Stunde auf 10 Minuten runter zu brechen. Und die habe ich jetzt hier. Die werde ich ablaufen lassen. Alles steht schon bereit. Da steht stehen die beiden Kompressoren, die ich verwenden werde, die Batterie zum Anschließen. Hier werde ich die Sounds dran nachmachen. Das ist das Rad, was hier schon seit 2 Tagen liegt. Übrigens, das Gute ist, er verliert keine Luft, also alles gut gemacht. Eimer mit Wasser, Lappen, Handschuhe werde ich hier auch verwenden. Also werde ich versuchen, die Szene einfach abzugucken vom Laptop und die hier so nachzumachen, damit die Sounds ungefähr stimmen. Ich habe es übrigens geschafft, den Sound zu finden, wenn der Reifen in das Felgenbett reinploppt. Den werde ich dann auch verwenden. Ja, dann legen wir mal los. Das Video beginnt damit, dass ich das Ventil einfädele. Also. Ach ja, die Soundaufnahme passiert über das Handy. Die Beleuchtung ist jetzt zwar nicht optimal, aber die brauchen wir auch nicht, weil ich ja nur den Sound brauche und deswegen liegt das Handy mit der Kamera nach unten. So wird halt nur der Sound aufgenommen, beziehungsweise nur der Sound wird verwendet. So, legen wir los. So, jetzt habe ich eine andere Idee, wie ich das machen werde. Ich habe jetzt auf das Ventil den Deckel drauf geschraubt und werde den hier so einfädeln und mit der Zange an dem Deckel, damit das Gewinde nicht beschädigt wird, versuchen, den so rauszuziehen. Hier so zu greifen und rauszuziehen. So, dann
stelle ich euch mal ab. Dann ziehe ich mir hier noch den Handschuh an. Jetzt werde ich... Ne, das ist der falsche Reifen. Warte, es muss der hier sein. Hier ist die Bremsscheibe auf der Seite. Das heißt, das Rad dreht sich so rum. So in die Richtung. So, fast drauf. Der Rest geht mit purer Kraft. Und ja, jetzt ist er drauf. Ja, aber hoffentlich wird das nicht allzu sichtbar sein bzw. hörbar sein. Und hoffentlich wird man das nur mitbekommen, wenn man das hinter den Kulissen-Video gesehen hat. Ich habe mich schon gefühlt 7-mal verabschiedet und immer wieder kommen irgendwelche Ergänzungen dazu. Wahrscheinlich werde ich die Verabschiedungen davor herausschneiden. Aber diesmal, hoffentlich zum letzten Mal. Ciao.